herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich das Schloss Charlottenburg. Mit seinem alten Schloss und den 9 Flügeln zählt es zu den beeindruckendsten Schlossanlagen der einstigen brandenburgischen Kurfürsten, preußischen Königen und deutschen Kaisern. Und heute möchte ich euch speziell das alte Schloss etwas genauer vorstellen. Nachdem Sophie Charlotte von Hannover ihrem Gemahl Kurfürst Friedrich III. Ihren Landsitz auf Caputh bei Berlin zurückgegeben hatte, übergab dieser ihr am 30. Juni 1695 als Ersatz das Dorf Lietze. Noch im selben Jahr beauftragte Sophie Charlotte den Architekten Johann Arnold Nering mit der Planung und dem Bau einer Sommerresidenz auf dem Grundstück. Sophie Charlotte war berühmt für ihre Schönheit, Weltgewandtheit, ihren Charme und ihren Geschmack. Sie war eine äußerst gebildete und selbstbewusste Fürstin und sie vermochte es, ihr Leben relativ selbstständig zu führen. Am 11. Juli 1699, dem Geburtstag ihres Gatten, wurde das kleine Schloss eingeweiht und seitdem von Sophie Charlotte als Residenz genutzt. Sein Name wurde nach dem nahegelegenen Dorf Lietzenburg gewählt. Im ovalen Saal empfingen Sophie Charlotte und Friedrich I. ihre Gäste, die sowohl vom Ehrenhof als auch von der Gartenseite her das Schloss betreten konnten. Der Saal ist größer als die anderen Räume, weil er in den Garten hineinreicht und das ermöglicht einen besonders guten Blick auf die Anlagen. Auf diese Weise verbindet er das Schloss mit der umgebenden Natur. In diesem ovalen Saal hingen ursprünglich über 80 Porträts von bedeutenden Fürsten und Königen, die allesamt mit Sophie Charlotte und ihrem Mann verwandt waren. Über einen der beiden Kamine erblickt man in reichlich geschnitztem und vergoldetem Rahmen den Vater des preußischen Königs, den großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, und über dem zweiten Kamin seine zweite Gemahlin Dorothea von Holstein. Sophie Charlottes Eltern waren Ernst August von Braunschweig-Lüneburg aus dem Geschlecht der Welfen und Sophie von der Pfalz, eine Enkelin des Königs von England und Schottland. Diese Verwandtschaft führte später dazu, dass Sophie Charlottes ältester Bruder Georg Ludwig als George I. König von England wurde. Zu Lebzeiten Sophie Charlottes durchschritt man diesen Raum als erstes, bevor man Zugang zu ihrem Schlafgemach erhalten hat. Es ist die sogenannte Grüne Kammer. Die ursprünglichen Wandvertäfelungen wurden zur Zeit Friedrich des Großen durch eine gelbe Wandbespannung ersetzt. Die heute vorhandenen Wandteppiche gelangten erst nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem zerstörten Potsdamer Stadtschloss hierher. Thematisch sollen sie an die damalige Deckenmalerei mit Szenen aus den antiken Märchen von Amor und Psyche erinnern. Mit grünem Damast und gläsernen Spiegeln empfängt uns dieser Raum. Gläsernes Schlafgemach ist daher auch sein Name. Er gehört zu Sophie Charlottes sogenannter erster Wohnung, entstand also noch zu den ruhigen Zeiten des kurfürstlichen Daseins.
Sophie Charlotte liebte ihren Garten. Die vielen Spiegel dienten dazu, das von dort einfallende Licht, die Blumen und Blüten einzufangen und die Natur auf diese Weise ins Schloss zu holen. Die grünen Damasttapeten verstärkten diesen Eindruck. Das Inventar listete für diesen Raum zahlreiche überaus prunkvolle Möbel auf. Mit diesem großen Raum der alten Galerie gelangen wir in die Paradekammern. Die Wände der 1943 nur geringfügig beschädigten alten Galerie sind vollständig mit Eichenholz vertäfelt. Zahlreiche Porträts zeigen Angehörige des brandenburgisch-preußischen Herrscherhauses. Nachdem Sophie Charlotte einen Thronerben geboren hatte, zog sie sich mehr und mehr nach Schloss Lietzenburg zurück und widmete sich ihrer großen Leidenschaft, der Musik und dem Theater. Auch das geistvolle Gespräch liebte sie sehr. Sie wandte sich dem Studium philosophischer und theologischer Fragen zu und rief sich Gelehrte und Intellektuelle an den Hof. Gemeinsam mit ihrem Lehrer, dem berühmten Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz, veranlasste sie die Gründung der Berliner Akademie der Wissenschaften, die ihr Gemahl im Jahre 1700 vollzog. Man spürt unmittelbar, dass die Ausstattung des Raumes der höfischen Repräsentation diente. Eine architektonisch gegliederte Vertäfelung in Eichenholz schmückt ihn. Die Schnitzereien stammen von den Engländer Charles King. Die Paradekammern sind hintereinander auf einer langen durchgehenden Achse angelegt, einer sogenannten Enfilade. Dies ergab sich aus den Erfordernissen des Hofzeremoniells, bei dem das Erscheinen des Herrschers inszeniert wurde. Dieser Raum diente innerhalb des Zeremoniells als Audienzzimmer. Sophie Charlotte war eine begnadete Cembalo-Spielerin. Ihr Talent wurde sehr bewundert und das nicht nur, weil man der Regentin Ehre erweisen wollte. In ihrem Besitz befanden sich mehrere Cembali, darunter auch das hier ausgestellte. Es ist weiß lackiert und zeugt mit seiner bunten, in chinesischer Manier gestalteten Bemalung von Sophie Charlottes Leidenschaft für die China-Mode. Die Königin liebte die schönen Dinge. Bald nach ihrem Einzug in Lietzenburg fasste Sophie Charlotte den Plan, dem Schloss ein Theater hinzuzufügen. Im Juni 1700 wurde es eingeweiht. Von da an galt Sophie Charlottes ganzes Streben, die besten Komponisten einzuladen. Der Italiener Attilio Arosti machte ihr die Freude und Giovanni Bononcini waren Gäste ihres Musenhofs. Sie gaben Konzerte und schrieben und führten Opern auf, in denen die Damen und Herren des Hofes tragende Rollen übernahmen. Einmal gelang es Sophie Charlotte sogar, ihren kleinen Sohn Friedrich Wilhelm zu gewinnen. Er trat als Cupido auf, also als römischer Liebesgott, obwohl den späteren Soldatenkönig schon damals die höfische Unterhaltung furchtbar schreckte. Sophie Charlottes Leidenschaft vererbte sich erst wieder auf ihren Enkel Friedrich den Großen. Dieser war es auch, der das Zimmer mit den Wandteppichen ausstatten ließ. Zu Sophie Charlottes Lebzeiten diente der Raum als Vorkammer zum eigentlichen Audienzgemach.
Hatten die Gäste von Sophie Charlotte das Schloss durch den großen ovalen Saal betreten, dann eine Weile in der Vorkammer gewartet, so wurden sie hier nun von der Königin im Audienzgemach empfangen. Zwar erblickten sie Sophie Charlotte nicht vor diesen Wandteppichen mit Szenen der italienischen Commedia dell'arte, diese wurden erst wieder durch Friedrich den Großen in Auftrag gegeben, sondern vor einer feinen Tapete mit chinesischen Motiven. Die Ausstattung des Raumes war der heutigen sehr ähnlich. Vor allem der kleine Tisch mit den beiden Guéridons, also Ständer für Kerzenleuchter, ist original. Kleine Putten stützen vermeintlich die Tischplatte. Sie sind aus Holz geschnitzt, jedoch weiß gefasst und bemalt, um Porzellan zu imitieren. Die goldenen Akanthusblätter findet man am vergoldeten Stuck der Decke wieder, ein Zeichen, dass die Möbel in diesen Raum gehörten. Die Guéridons dienten der Beleuchtung des Zimmers. Kronleuchter wie den prächtigen, hier aufgehängten mit Glaskristallen in Perlform gab es zu Sophie Charlottes Zeit noch nicht in Schloss Lietzenburg. Das Feuer im Kamin wird in den Abendstunden für ein angenehmes Licht gesorgt haben. Über dem eigentlichen Kamin hing kein Gemälde oder Spiegel, sondern ein Relief, das umgeben war von einer ganzen Reihe von kleinen Konsolen, auf denen Sophie Charlotte ihr geliebtes Porzellan ausstellen ließ. Die Decke der Audienzkammer ist deutlich höher als in den beiden vorausgegangenen Räumen. Sie liegt bereits im Erweiterungsbau, den Sophie Charlotte und ihr Gemahl dem alten Schloss nach 1702 hinzufügen ließen. 1701 hatte Friedrich, Kurfürst von Brandenburg, sich zum ersten König in Preußen gekrönt. Diesen machtpolitischen Aufstieg sollte man den Schlössern auch ansehen. Überall wurde daher gebaut, vergrößert und geschmückt. In Charlottenburg entstand ein Paradeappartement, das allerdings erst kurz nach dem Tod Sophie Charlottes fertiggestellt wurde. Es erstreckt sich über 7 Räume. Die prachtvolle Audienzkammer bildet einen ersten Höhepunkt dieses Paradeappartements. Hier empfing der König wichtige Staatsgäste. Vom Rang des Gastes hing es ab, ob Friedrich I. die Audienz im Stehen oder Sitzen erteilte. Wurde der Gast zum Sitzen aufgefordert, bot man ihm seinem Rang entsprechend ein Sitzmöbel mit oder ohne Armlehnen und Polsterung an. In allen europäischen Schlössern wurden Audienzzimmer mit besonders kostbaren und beeindruckenden Gegenständen wie marmorverkleideten Wänden und Tapisserien ausgestattet. Deren Wert stellte damals den Preis eines Gemäldes deutlich in den Schatten. Die Wandteppiche in diesem Raum zeigen Szenen aus dem Leben berühmter Griechen und Römer, die der antike Schriftsteller Plutarch aufgezeichnet hatte. Mit der Wahl dieses Themas reihte sich der Hausherr bewusst unter die Vorbilder des klassischen Altertums ein. Rote Damastkammer wird dieser galerieartige Raum genannt. Die Wände sind mit einer Tapete aus rotem Damast bespannt und reich mit goldenen Tressen, also Borden aus gewebten Metallfäden besetzt. Über den Türen zeigen Bildnisse das Herrscherpaar, König Friedrich I., ihm gegenüber Königin Sophie Charlotte. Die beiden sind zusätzlich auch durch Elemente aus ihren jeweiligen Wappen gegenwärtig. So erscheinen die Krone und der Adler Preußens sowie das springende Pferd des Hauses Hannover im umlaufenden Fries unter der Decke.
Noch repräsentativer hätte der Raum gewirkt, wäre ein bestimmter Plan zur Ausführung gelangt. Denn diese Galerie hätte eigentlich das legendäre Bernsteinzimmer beherbergen sollen. Es war jedoch noch nicht fertig, als Schloss Charlottenburg 1709 zum Schauplatz eines außergewöhnlichen Treffens wurde. Friedrich I. hatte in diesem Jahr August den Starken von Sachsen, der gleichzeitig König von Polen war, und den dänischen König Friedrich IV. Zu Gast. Die Zusammenkunft der Monarchen sollte als Dreikönigstreffen in die Geschichte eingehen. Dafür musste auch dieser damals noch immer unvollendete Raum repräsentativ ausgestattet werden. Man plante also um und schmückte die Wände statt mit Bernstein mit rotem Damast und Goldbrokatbahnen auf den Wandvorlagen. In dem privaten Audienzzimmer wurden ausgewählte Besucher zur Privataudienz geladen. Eine solche Unterredung war exklusiver und intimer als die öffentlichen Audienzen, die in der großen repräsentativen Audienzkammer stattfanden. Ganz auf das Zeremoniell verzichten konnte man zwar auch hier nicht, allerdings spielte das Sichtbarmachen von Rangunterschieden bei der Privataudienz eine weniger wichtige Rolle. Mitunter bot der König seinem Gast deshalb einen Armlehnstuhl an, der sich nicht von seinen eigenen unterschied. Dem Gast sollte diese Geste zu verstehen geben, dass ein Gespräch auf Augenhöhe stattfand. Die Decke ist aus 5 großen, in Öl auf Leinwand gemalten Bildern zusammengesetzt. Dargestellt ist der Jahreslauf, verkörpert durch die 4 Jahreszeiten, die 12 Tierkreiszeichen und die antiken mythologischen Gottheiten der Sonne und des Mondes, Apollon und Diana. In dem Paradeschlafzimmer fällt sofort das prachtvolle Bett aus der Zeit Friedrich I. ins Auge. Betten gehörten aufgrund der kostbaren Textilien, aus denen ihre Baldachine, Vorhänge und Decken bestehen, zu den aufsehenerregendsten Möbelstücken jedes Schlosses. In den meisten dieser kostspieligen Betten wurde allerdings so gut wie nie geschlafen. Als Teil des Paradeappartements sollte der Raum vor allem gesehen und bewundert werden. Daher wurden hier sogar private Audienzen abgehalten. Eine wichtige Rolle spielte dieses Zimmer auch im Rahmen des Zeremoniells, das die Hochzeiten des königlichen Hauses regelte. Zwischen 1700 und 1888 wurden in Charlottenburg zahlreiche Vermählungen gefeiert. Am Ende der Festlichkeiten begleitete die Hofgesellschaft das Brautpaar bis zu diesem Zimmer. Die historischen Berichte schweigen sich allerdings darüber aus, ob auch die Hochzeitsnacht hier stattfand. Die heutige Gemäldepräsentation des Paradezimmers bezieht sich auf die Ausstattung in der Zeit Friedrichs des Großen Mitte des 18. Jahrhunderts. Die zwischen 1680 und 1700 angefertigten Bildnisse, die zum Teil schon damals hier aufgehängt wurden, zeigen Mitglieder des englischen Königshauses bzw. Personen, die dem König verwandtschaftlich und politisch nahestanden. Zu den bedeutsamen Eigenheiten des Raumes gehören auch die 4 mit exotischen Lackmalereien verzierten Kabinettschränke. Die kostbaren Möbel dienten zur sicheren Aufbewahrung von Dokumenten oder kuriosen Kleinigkeiten, die Besuchern zu besonderen Gelegenheiten gezeigt wurden. Durch das große Schloss waren sie vor Dieben sicher.
Zwischen den Fenstern sieht man über den Spiegel einen Windanzeiger. Er ist durch ein Zahnradgestänge mit einer Wetterfahne auf dem Dach verbunden. Auf diese Weise lässt sich die Windrichtung auch im Zimmer ablesen. Neben dem Bett befindet sich ein kleines Badezimmer. Mit seinem in die Erde eingelassenen Marmorbecken und der Versorgung mit fließendem Wasser sollte es als technische Neuerung schon die Besucher der Barockzeit beeindrucken. Im Gegensatz zum Paradebett wurde das Bad vom König vermutlich auch genutzt, denn über einen kleinen Gang konnte er es von seinen privaten Wohnräumen aus erreichen. Sophie Charlotte lebte auf Schloss Lietzenburg relativ unabhängig. Nachdem 1699 das Schloss feierlich eingeweiht wurde, wurde die Sommerresidenz später unter Eosander von Goethe zu einer repräsentativen Dreiflügelanlage ausgebaut. Sophie Charlotte war eine Gegnerin der Politik des Premierministers Dankelmann. Sie zog sich nach dessen Sturz 1697, bei dem sie maßgeblich mitgewirkt hatte, auf ihr Schloss Lietzenburg zurück, da sie am Berliner Hof politisch nichts auszurichten vermochte. Von 1696 bis zu ihrem Tode zog sie die verwaiste Caroline von Brandenburg-Arnsbach als Ziehtochter auf, welche anschließend von Sophie Charlottes Mutter, der Kurfürstin Sophie von Hannover, mit deren Enkel Georg von Hannover, dem späteren englischen König Georg II., verheiratet wurde. Am 1. Februar 1705 starb Sophie Charlotte während eines Besuchs bei ihrer Mutter in Hannover an einer Halsentzündung. Nach dem Tode der Königin ließ der König das Anwesen Lietzenburg zu Ehren seiner verstorbenen Gemahlin in Charlottenburg umbenennen. Leibniz, der Sophie Charlotte um 11 Jahre überlebte, schrieb nach ihrem Tod über sie: Sie wollte mich oft in ihrer Nähe haben, so genoss ich häufig das Gespräch der Fürstin, deren Geist und Menschlichkeit von keiner jemals übertroffen wurde. Die Königin besaß eine unglaubliche Kenntnis auch auf abgelegenen Gebieten und einen außerordentlichen Wissensdrang. Und in unseren Gesprächen trachtete sie danach, diesen immer mehr zu befriedigen, woraus eines Tages ein nicht geringer Nutzen für die Allgemeinheit erwachsen wäre, wenn sie der Tod nicht dahingerafft hätte. Über 2700 Porzellangefäße sind in dem Porzellankabinett nach Größe und Funktion geordnet. Die verglasten Wände steigern den Eindruck verwirrenden Reichtums und unendlicher Fülle. Das Deckengemälde wurde um 1706 von Anthony Coxey ausgeführt. Thema des Bildes ist die Vertreibung der Nacht durch den Tag. In der Mitte, auf ihrem Wagen mit 8 Pferden, erscheint Aurora, die Göttin der Morgenröte. Unter ihrem Gespann stürzt die Nacht mit ihren Kindern. Das Licht triumphiert und ist strahlendes Zentrum der Welt. Sophie Charlotte erlebte die Ausgestaltung des Porzellankabinetts nicht mehr mit. Die Entwürfe hierzu hat sie aber mit großer Wahrscheinlichkeit noch gesehen. Zudem legte sie mit ihrer Porzellanbegeisterung und Sammlung den Grundstock für die prachtvolle Ausführung durch ihren Gemahl.
Die prunkvolle Ausgestaltung der Kapelle erinnert an christlich-katholische Gotteshäuser der Barockzeit. Doch die brandenburgisch-preußische Herrscherfamilie gehörte seit 1615 der evangelisch-reformierten Kirche an. Und den Reformierten galt allein das Wort Gottes aus der Bibel. Jeder Prunk und jedes Ornament waren verpönt. Sophie Charlotte und ihr Gemahl aber fanden hier eine Gelegenheit, die Allmächtigkeit des Herrn mit ihrer eigenen sinnhaft zu verbinden. Man sieht auf Seiten des Eingangs die mächtige Königskrone in den Fängen des preußischen Adlers. Großartig wirkt sie und imposant. Die Orgel wurde nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg von der berühmten Orgelwerkstatt Schucke nachgebaut. Der schmale Raum beim Eingang war allein der königlichen Familie vorbehalten. Sophie Charlotte selbst wurde nicht mehr Zeugin der vollendeten Kapelle. In Auftrag gab sie zwar und sah wohl auch noch die Entwürfe ihres Architekten Eosander. Auf der Seite des Altars sieht man ein von 2 vergoldeten Engeln gehaltenes Medaillon, das die Königin als Stifterin des Gottesraumes nennt, sowie das Jahr 1704. Es war das Jahr vor ihrem Tod. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun einen spannenden Einblick in die Schlossanlagen erhalten, habt viel über die Geschichte der Preußen erfahren. Hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!